Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Wir haben uns heute gemeinsam auf den Weg nach Frankfurt gemacht, um meinen heutigen Gast zu besuchen, auf den ich mich sehr freue. Und ich habe in den letzten Folgen mit Stefan Wolter schon darüber gesprochen und meine ersten Worte zu ihm waren A wie Arabesque und heute ist es endlich wahr geworden. Heute habe ich sie vor dem Mikrofon, die Sängerin und Gründerin von Arabesque. Hallo Michaela. Hallo. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Also im Moment geht es mir ganz gut, Gott sei Dank. Das Wetter ist einigermaßen schön. Ich habe nette Gäste hier Das ist und ich schön. habe endlich mal irgendwas zu tun. Ja, Ja, das stimmt. Das das ist war ja ja jetzt längere Zeit sehr ruhig und das geht auch schon ein bisschen aufs Gemüt. Also von daher gesehen freue ich mich sehr, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung, Sehr dass wir hier gerne. bei dir zu Hause Sehr was gerne. machen dürfen für Ja, klar. Halbzeitgedanken. Ja. Wir wollen über Arabesque sprechen. Das ist ja nun doch eine Geschichte, die ist schon sehr lange funktioniert und schon sehr lange sehr gut funktioniert. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zur Musik? Also das war ganz spannend, weil ich wusste schon eigentlich als kleines Kind, was ich mal werden wollte. Ich wollte entweder Sängerin werden oder Schauspielerin. Und ich habe immer irgendwas in die Hand genommen, Handbürste oder sonst irgendwas und habe wie mit dem Mikrofon gesungen, habe alles nachgesungen, was ich so gehört habe. Also es hat mich sehr interessiert. Und wie ich dann aus Italien zurückkam, ich habe mal 2 Jahre in Italien gelebt als Kind, nach Frankfurt zurückkam, gab es wohl einen Aufruf in einer Zeitung, Nachwuchswettbewerb. Und einer meiner Klassenkameraden hat gesagt, Michaela, da musst du hingehen, weil du singst uns ja immer in der Pause irgendwas vor. Ich sage, oh Gott, weil ich war ja sehr schüchtern, nahm das mit nach Hause, zeigte das meiner Mutter und sie sagte, okay, können wir ja mal probieren. Gesagt, getan. Und dann sind wir damals nach Offenbach zu Youngstar Records, so nannte sich diese Firma. Und da sollte ich was vorsingen und das habe ich auch gemacht. Und ich sah dann plötzlich, wie die hinter der Scheibe, also ich war in dem Studio mit meiner Mutter schon wild gestikulierten. Da habe ich gedacht, oh je, was ist denn da los? Kam raus und bums, hatte ich schon den ersten Vertrag vor der Nase. Und da war ich also süße 15, habe dann auch den Nachwuchswettbewerb das Jahr danach gewonnen. Und die boten mich dann bei einem anderen Wettbewerb war es nicht, es war eine Anfrage, die von Melodie der Welt, das ist ein Musikverlag hier in Frankfurt, in ganz Deutschland rausging. Die wollten gerne eine neue Gruppe gründen. Eigentlich suchten die 3 Mädchen und einen Farbigen. Und ich wurde also hingeschickt mit dem Mädchen, was das Jahr nach mir den Wettbewerb gewonnen hatte. Und stellten uns vor, und da waren noch mehr als 5000 Leute und wir wurden also genommen. Und dann war noch eine junge Frau aus Karlsruhe und dann sahen die uns 3 und haben gesagt, okay, den Mann brauchen wir nicht mehr. Überflüssig quasi. Überflüssig, genau. Und der Jean Frankfurter, das war ja oder ist der Komponist von allen Arabesque-Songs, der hatte uns was vorgespielt und wir tanzen so ein bisschen so dazu. Und der Texter, John Möhring, der auch dabei saß, sah das und sagte, ach, ihr tanzt ja quasi wie eine Arabeske. Und so war der Name geboren. Daher der Name. Ja. Du hast, ist es dir in die Wiege gelegt worden, das Talent zu singen? Oder hast du dir das erarbeiten müssen? Also ehrlich gesagt glaube ich, dass ich grundsätzlich so ein bisschen angehaucht war. Also ich habe das schon immer gerne gemacht. Ich habe mich auch sehr oft zurückgezogen in mein Räumchen und habe auch kleine Theaterstückchen geschrieben, habe die dann auch selber mit mir aufgeführt. So gut anscheinend, wie wir damals in Genua lebten, kam dann irgendwann die Nachbarin und sagt, hat die Michaela schon einen Freund? Ich höre da immer Männerstimmen. Also es ist wahrscheinlich eine Anlage, ja. Es ist eine Anlage. Eine schöne Anlage. Danke. Du bist quasi in Deutschland geboren? Ja. Und bist auch hier aufgewachsen? Ja, ich bin die ersten 6 Jahre in Frankfurt aufgewachsen und dann hat meine Mutter wieder geheiratet und mein damaliger Stiefvater hat Müllverbrennungsanlagen gebaut. Und da sind wir 2 Jahre mal an die Schweizer Grenze gezogen und danach eben nach Italien. Das war eine meiner schönsten Zeiten, muss ich sagen. Seitdem liebe ich das Land. Auch in der Schule war es toll. Und ja, und dann kamen wir zurück nach Deutschland.
Und dann ging Dann ging das so langsam so langsam los. los. Ja, 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 ja. Also ich, wie gesagt, mit 15, ne, kam das und mit Ende 16 hatte ich den ersten Plattenvertrag. Wie ist das, wenn man mit Ende 16 den ersten Plattenvertrag bekommt? Also es ist natürlich aufregend, einerseits, aber wenn du jung bist, stürmt das alles so auf dich ein und du kannst es gar nicht richtig verarbeiten. Das kannst du erst viel später. Du machst es, ja. Es war ja dann auch alles Schlag auf Schlag. Dann sind wir ins Studio gegangen, dann haben wir aufgenommen, dann sind wir auf Tour gegangen. Also es war ja wirklich Schlag auf Schlag ständig irgendwas. Bis dann, es gibt ja in Cannes immer jedes Jahr eine Musikmesse, die heißt Midem. Und da kommen dann die ganzen Plattenfirmen und Produzenten aus der ganzen Welt und stellen ihre neuen Produkte vor, wie auch eben unserer. Und da wurde eben Arabesque mit dem ersten Titel Hello Mr. Monkey vorgestellt. Und da kam ein Japaner vorbei, hörte das und flippte schier aus. Katsumi Kita war der Name und sagte, das brauchen wir, das wollen wir. Und schon kamen wir nach Japan. Und Hello Mr. Monkey wurde drüben wirklich ein absoluter Hit. Das konnte jedes Baby, jede Oma hat das auf der Straße mitgesungen. War 42 Wochen auf Platz 1. Wahnsinn. Und zwar nicht nur in den internationalen Charts von dort, sondern auch in den nationalen. Und da kommst du eigentlich schwer als Ausländer rein. Also wir waren wirklich ein Special für die. Ja, und dann lief das dort wie geschnitten Brot. Ihr seid doch in Japan aufgetreten. Ja, 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 ja. Ja, ja, wir haben also mehrere Tourneen gemacht, ja. Das war immer ganz toll, also ganz aufregend. Ich liebte das, weil, wie ich das erste Mal in Japan gelandet bin, habe ich mir gedacht, das kennst du irgendwie, den Geruch kennst du kennst das hier. Und ich habe mich schon sehr früh mit spirituellen Dingen befasst. Ist halt eine Glaubensfrage, ich glaube an sowas und habe dann später auch mal nachgeforscht. Also ich hatte diverse Leben in Japan schon gehabt. Dann kommt es dir vertraut vor. Ja. Nun kommst du nach Japan und als Europäerin und wie fühlt sich das an, wenn du vor einer eigentlich für dich völlig fremden Welt stehst? Also ich bin Schütze und grundsätzlich liebe ich es, zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Und ich versuche dann immer im jeweiligen Land so wenigstens die Höflichkeitsfloskeln in der jeweiligen Sprache zu lernen. Das hatte ich natürlich auch gemacht und habe dann für unsere Show natürlich auch die ganze Konferenz versucht auf Japanisch zu lernen. Und das wird immer sehr gut angenommen, weil man will ja auch ein bisschen mit den Menschen in Kontakt kommen. Aber gut, drüben, die konnten auch grundsätzlich sehr gut Englisch, die meisten. Aber das war einfach faszinierend, weil es ist wirklich so anders, so komplett anders zu hier. Die sind extrem diszipliniert, ja. Also wenn du drüben in eine Fernsehshow kommst, also ich meine, wir Deutschen sind schon akkurat, aber das hat alles übertroffen. Das war wirklich sekündlich getimt. Also wir kamen kaum aus dem Flugzeug raus, schon war wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten alles durchgeplant und das musste dann auch funktionieren. Und wie gesagt, damals gab es dort ja schon, das gab es bei uns, glaube ich, noch gar nicht, weil die Privaten waren noch nicht so draußen, gab es aber schon Werbung zwischen den verschiedenen Blogs. Da haben die in einer Windeseile, da konntest du kaum zugucken, ja, haben die das Bühnenbild schon verschoben. Also das war schon irre. Wahnsinn. Nun fährst du mit 17, 18 Jahren, tourst du durch die Welt. Ja. Hattest du vorher einen Freundeskreis, bevor deine Karriere begonnen hat? Also ich habe immer, und das ist mir auch geblieben, ich kenne zwar viele Leute, aber enge Menschen habe ich immer so im Höchstfall 2 Handvoll. Eine Handvoll ist immer geblieben. Also ich habe ein zweites Talent. Ich kann mir gut Freunde schaffen und die Freundschaften halten dann auch. Auch wenn wir... Schöne Eigenschaft. Ja, ich brauche das auch für mein Leben als Stabilisator. Und ich habe auch, wie ich das erste Mal dann nach Lörrach oder nach Italien gezogen bin, nach Genua, ich habe, glaube ich, 20 Seiten lange Briefe geschrieben, um mich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Auch wenn man sich lange nicht sieht, aber meine Freundschaften haben das alles gut ausgehalten und ja.
Läuft man nicht Gefahr, wenn man so jung, so berühmt wird und dann auf Tournee geht oder zumindest Sachen macht, die andere in dem gleichen Alter nicht machen können, dass sich da irgendwas in einem verändert? Also es verändert sich natürlich immer irgendwas, das ist ganz klar. Aber du hast ja eine Grundanlage, also wie du charakterlich gebaut bist. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der wie soll ich sagen, immer sehr strukturiert gelagert war. Ich kann zwar auch ausflippen und alles toll finden, aber ich habe so immer eine Restriktive in mir, glaube ich, die sagt, Moment mal, jetzt bleiben wir mal auf dem Boden, jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ja? Das hat mir geholfen. Aber es hat mir auch geholfen, dass wir so unterschiedliche Bekanntheitsgrade hatten. Also in Japan wurden wirklich, es war tatsächlich so, die Hotelflure für uns gesperrt und überall war Security, ja, und wir wurden überall hin begleitet und dann kommst du zurück nach Deutschland und trittst irgendwo in Schneckenschiss auf. Ja, ich meine, wir hatten ja damals noch die ganzen Diskothekentouren gemacht, die natürlich auch großartig waren, aber da war es in irgendeinem netten Dörfchen, ne, mit was weiß ich, 100 People, die da in der Disco waren. Und das hatte ich immer sehr gut wieder geerdet. Also mich hat es sehr gut geerdet. Waren die Auftritte in Japan von der Menschenmasse anders als in Deutschland? Ja, natürlich. Da haben wir Hallentourneen gemacht. In Japan hatten wir Hallentourneen gemacht, weil wir Wie waren viele Leute spricht man da? Ja gut, also die größte, was war der größte? Also in Japan war es jetzt eigentlich immer so, dass wir, glaube ich, so 5000er Hallen hatten. Das variierte manchmal, ne? Und in Deutschland waren es halt eben ganz normale Diskotheken, können auch mal größere Open Airs gewesen sein, aber das hielt sich dann eher so im Rahmen. Also die Jetztzeit in Russland, wir haben manchmal 30.000 People, die da, also Leute, die da vorne stehen, aber das ist wirklich überall ganz unterschiedlich. Gibt es einen Ort, wo du sagst, da war es am schönsten? Also natürlich verbindest du das immer mit den schönen Erinnerungen. Das Auftreten in Japan war natürlich immer toll, auch die Reisen, weil es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Land, auch wenn es etwas kleiner ist, ja, und ein bisschen dichter, aber was mir in Japan immer sehr gut gefallen hat, diese Unterschiede zwischen den Einkaufsstraßen, die Wolkenkratzer und dann bist du nur ein Sträßchen weiter und dann hast du einen wunderschönen Zen-Garten, da ist die Ruhe, also das ist sehr fein, alles sehr feinfühlig, fein dort, ja, und die Menschen, weil sie halt so viele sind, gehen sehr vorsichtig miteinander um. Damals war es so, ich war jetzt lange nicht da. Und sehr respektvoll. Also da ist auch keiner gekommen und hat dich angefasst. Also das war in Korea ganz anders. Wenn wir dort getourt sind, da haben wir manchmal um Leib und Leben fürchten müssen, weil das Temperament ein ganz anderes ist. Die haben uns beinahe mal den Tourbus umgeschmissen vor lauter Euphorie. Ja? Das heißt, ihr konntet auch nicht in Ruhe auf die Straße gehen? Da steht quasi jeder erkannt. Nee, wir Mädels haben uns manchmal versucht, heimlich rauszuschleichen, ja, mit ein paar Freunden aus Japan, um dann irgendwo mal in die Diskothek zu gehen. Aber da waren wir dann auch so im Separé, ja, damit wir mal ein bisschen irgendwie die Sau rauslassen konnten. Ich meine, wir waren ja noch jung, ja, das darf man ja nicht vergessen, ja. Aber in Korea wäre das nicht gegangen, nee. Wahnsinn. Habt ihr denn in dieser Zeit irgendwas vermisst, was die Jugend angeht? Jetzt im Nachhinein natürlich Revue passierend? Ich persönlich nicht. Ich persönlich hatte immer ein gewisses Ansinnen. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen, ich wollte unabhängig sein, ich wollte einfach auch nie irgendwie von einem Mann abhängig sein, weil ich das so ein bisschen gesehen hatte, wo das hinführen kann. Also für mich war das Ansinnen, das ist jetzt der Job und den ziehst du durch. Der Job war natürlich auch witzig, meine Güte. Ich meine, es waren die 70er, 80er Jahre. Ja, hallo?
Klar. Wir waren jung, wir hatten Spaß miteinander, auch mit den Kollegen. Es gab damals immer diese riesen Veranstaltungen, wo ganz, ganz viele Künstler eingeladen waren und die Diskothekenbesitzer oder Veranstalter kamen, um zu gucken, wen engagieren sie jetzt. Und es war immer wie ein Klassentreffen. Es war großartig. Also da waren wirklich von Schlager, Travestie, Pop, alles war vorhanden, sogar auch Zauberer und so weiter. Es war so lustig. Das ging dann Nächte durch. Also manchmal waren es 2, 3 Tage, wo man da war, wirklich von morgens bis abends Auftritte. Du hast die ganzen Kollegen getroffen, hast zusammengesessen, hast Spaß gehabt. Das ist heute ein bisschen anders. Da geht jeder schnell seiner Wege und tschüss. Ja, diese Unbeschwertheit, die hast du halt als junger Mensch. Und die durften wir in den 70er, 80er Jahren auch haben, weil es war ein wesentlich leichteres Leben. Das ist einfach so. Ja, da ging doch alles. Gab es denn diese berühmt-berüchtigten fetten Partys? Also gut, jetzt waren wir immer, erstens waren wir 3 Mädchen. Naja, Ja. das hat nichts zu sagen. Und wir hatten einen sehr strengen Produzenten, der hat immer schon sehr auf uns aufgepasst, ja, und hat uns auch immer sehr gedrillt, ja. Und wir haben schon immer auf unseren Ruf geachtet, sagen wir es mal so. Also Okay. so waren wir waren so gedrillt. Jetzt sind da 3 hübsche Mädels unterwegs. Jung, erfolgreich, sehen toll aus. Danke. Bitte, was macht die Männerwelt in diesem Moment? Also die Männerwelt gab es natürlich, ist ganz klar. Ich persönlich, also ich kann ja immer nur für mich sprechen, ja, habe immer so ein bisschen unterschieden, was ist Fan und was guckt dich von der Bühne an, ja, und was begegnet dir auf Augenhöhe. So kann man das vielleicht ein bisschen umschreiben. Also von daher gesehen hatte ich so ein bisschen die Unterschiede gemacht, aber wir hatten auch wirklich also kaum Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. In unserer Hochzeit waren wir höchstens 5, 6 Mal zu Hause und sonst waren wir immer on Tour. Ich meine, du hast halt deine aber unterwegs Erlebnisse zum dann Beispiel. gehabt, Ja. mal Ja. hier, mal da. Genau, ja, klar, das Ja. meine ich natürlich. Also man nimmt schon, man stellt ja jemand dar. Ja. In dem Moment ist man ja Ja. eine junge, gut aussehende Frau, die in dem Moment so viel erreicht hat. Man ist natürlich extrem begehrt in dem Moment. Ja, und deswegen, also ich persönlich habe dann eher meine diversen Erfahrungen mit Kollegen gehabt. Okay, man lässt sich also quasi nicht auf die Schiene mit Nee, irgendwelchen- es geht nicht darum, sondern du weißt ja nicht, ob du dann gemeint bist oder ob die nur den sogenannten Star in dir sehen. Da hatte ich keine Lust drauf. Okay, das ist ein Argument. Michaela, ihr habt ja unfassbaren Erfolg gehabt. Das heißt, ihr habt 30 Millionen verkaufte Tonträger gehabt. Ihr habt in einer Zeit Musik produziert, in der ABBA Hochkonjunktur, in dem ABBA Hochkonjunktur hatte. Paul McCartney war angesagt. Was hat es mit ABBA auf sich? Also das war eine so tolle Geschichte. Wir sind irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, 80 oder 82 war es, sind wir wieder zur Tournee rübergefahren nach Japan und da wurden wir dann in die Plattenfirma eingeladen und dann hat man uns, magst du es gerade mal hochheben? Ja. So sieht das Ganze aus. Etwas in die Hand gedrückt. Das ist ein Special, ein Compilation, ABBA vs. Arabesque. Da sind 5 LPs ABBA und 5 LPs Arabesque drin, weil wir damals tatsächlich den gleichen Stellenwert da drüben hatten. Ja, also das ist ganz toll gemacht. Da ist ein Inlay, wo die ganzen Darf man Texte. aufmachen, Ja, ja? mach's gerne auf. Warte, ich mach das mal so, dass nicht Genau. So, genau. rausfällt. Und da haben wir zum Beispiel, da sind noch ein paar Fotos drin und die ganzen Texte jeweils und so weiter. Und dann eben halt die ganzen LPs mit unseren ganzen Hits. Und da war ich war da sehr platt, weil aber habe ich schon immer geliebt, liebe ich immer noch, ist unübertroffen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage sonst nicht, dass ich stolz bin, aber da bin ich wirklich stolz Aber das drauf. das ist doch In einem Atemzug, ja, hier ABBA versus Arabesque, das ist schon, ja, Das war das so- muss man erstmal erreichen. Wirklich, das muss man erstmal. Das war quasi das Highlight. Muss einem erstmal einer nachmachen. Wisst ihr voneinander? Also ich weiß, dass die wissen. Ja, es gibt ja, glaube ich, auch dieses ABBA-Museum, wo ich leider noch nie war. Ich glaube, da steht das auch irgendwo. Aber leider, den Kontakt hatten wir da nicht. Also wir sind uns leider nicht begegnet. Okay.
Was nicht ist, kann noch werden. Also sollte ABBA das sehen, jederzeit könnt ihr... Ne? Diese Kollektion in Verbindung mit dem, was man hier sieht, viele Schallplatten an der Wand, goldene Schallplatten an der Wand. Wie wichtig ist dir das? Was für einen Stellenwert hat das in deinem Leben? Ich habe das lange nicht aufgehangen bei mir, weil ich immer gedacht habe, naja, was ist das schon? Ja, mein Gott, was hast du denn schon geleistet? Ich hatte so ein bisschen so ein Selbstwertproblem, das musste ich erst mal etwas bearbeiten, bis ich gesagt habe, doch, das hast du dir ja geschaffen. Ja, also ich meine, letztendlich ist es sowas wie, wenn du von der Firma geehrt wirst oder irgendwas bekommst, ist es ja das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann kann ich es eigentlich auch aufhängen, weil das ist ja wie so eine Art Lebenswerk, wenn du so willst. Und dann habe ich das auch gemacht. Lebt man in dieser aktiven Zeit, lebt man einen Star-Status? Also ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich war halt nicht so angelegt, da ich persönlich ja immer sehr gerne mit anderen Menschen in Kontakt komme, um einfach zu lernen oder weil ich wissbegierig bin oder eben auch die anderen Kulturen kennenlernen will, habe ich persönlich, und so, das kann ich eigentlich auch für die anderen Mädels damals mitsprechen, wir fühlten uns überall wohl, ob wir vor der dänischen Königin aufgetreten sind, das hatten wir tatsächlich auch, oder ob wir mit irgendeinem Bauernpaar zusammensaßen, die uns auch toll fanden. Es kommt immer darauf an, wie dir der Mensch begegnet. Und da also waren wir eigentlich immer sehr relaxed. Ja, aber du bewegst dich ja in einer Welt, die exklusiv ist. Ja, aber in dieser da Welt musste bewegen sich ja nur verhältnismäßig wenige Menschen. Ja. Viele träumen davon, sich in dieser Welt zu bewegen. Ja, ich weiß, ich kenne die Fälle, die da völlig abdrehen, sagen, ach, ich bin's aber, ja. Ich bin's. Ja. Du, jeder wie er es braucht. Okay. Also das brauchte ich nie. Ich brauche immer das Echte. 30 Millionen verkaufte Tonträger. So, eigentlich weltbekannt. Jetzt eine Frage, die mich lange beschäftigt hat. Warum hat man in Deutschland so wenig von euch gehört? Also, das habe ich mich auch oft gefragt. Also man hat damals schon gehört, wir waren auch überall präsent, ob das jetzt bei Ilja Richter in der Disco war oder im Musikladen oder anderen TV-Shows. Zu der Zeit oder auch zu unserem großen Hit Marigobé in Deutschland, da waren wir ja wenigstens mal auf Platz 8, ja, hat das schon gereicht. Nur die Problematik war damals schon etwas, dass der Deutsche das eigene Produkt nicht so wertschätzte und auch nicht so propagierte. Also alles, was aus dem Ausland kam, das wurde erstmal gehypt, ob das bei den Radiostationen war oder sonst wo du aufgetreten bist, also jetzt in den Medien meine ich, ja. Das Publikum, das hat uns immer geschätzt. Also ich kriege heute immer noch Fanpost, ja, aus überall her, aber auch aus Deutschland, die wussten das, die kennen das. Es gibt hier einen Haussender, der Hessische Rundfunk HR4, die spielen uns jeden Tag. Da kennt man uns eigentlich. Also der Fan kennt uns, aber die Medien haben es ja mal wahrgenommen. Oder wir sind damals auch extra mit Frank Elstner rüber geflogen, weil er hatte mal eine Sendereihe ZDF, die hieß Frank Elstner in. Und dann ist er immer in irgendein Land gefahren. Und nachdem er wusste, dass er nach Japan fährt, hat er gesagt, ja, da muss ich ja die Arabesque mitnehmen. Weil das ist ja speziell, das hast du vorher noch nicht so gehabt. Und dann sind wir mit ihm rüber geflogen und es wurde auch gesendet und so weiter. Ja, das wurde wahrgenommen. Aber es wurde nie so richtig mal, ne? Wie das heute so ist, ja, wie du ganz schnell einen zum Star hochpushst, ja, das hat man bei uns so ein bisschen. Ja, heute ist es einfacher durch die sozialen Medien natürlich. Ja. Weil die Verbreitungsquelle natürlich eine ganz andere ist als damals. Keine Frage. Jetzt bist du hier zu Hause bei dir, bist am Putzen, am Saubermachen, wie auch immer. Ja. Jetzt hörst du im Radio Musik von Arabesque. Ja. Singst du mit? Nee. Warum nicht? Jesus Maria. Nee, also ich freue mich dann, ja, okay, auch super schön, wird gespielt, aber da muss ich nicht mitsingen. Das mache ich bei den Auftritten, das reicht. Kennst du alle Texte noch aus dem Kopf? Also alle nicht, ja, weil wir haben ja auch nicht alle performt auf der Bühne, aber es gab eine Zeit, da konntest du uns nachts wecken und sagen, mach die Armbewegungen zu dieser Zeile und dann konnten wir das. Also heute,
Dauert es ein bisschen? Ihr habt, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann mich ja nur auf das Gelesene beziehen. Zu fast jedem Titel eine andere Choreografie gehabt. Ja, natürlich. Habt ihr euch die selbst beigebracht? Ja, Habt ihr? ja. Also bei uns war es so, dass die eine, die war mal Kunstturnerin gewesen, die Jasmin, und die hat dann auch durch den Jazztanz und so weiter, hat sie diese Elemente mitgebracht. Da haben wir das. Wir hatten auch mal einen Choreografen zwischendurch, das ist ja ganz klar. Aber so hat das zu jedem Titel wurde da was einstudiert. Und ich war immer für die Kostüme zuständig, habe mir überlegt, was könnte schön aussehen und so. Und dann haben wir das dem Schneider oder Designer gesagt und der hat das dann entsprechend gemacht. Arabesque hat sich ja gewandelt im Laufe der Jahre. Die einzige feste Größe bist du. Ja, also ich bin tatsächlich das Das Ursprungsmitglied, Ursprungsmitglied ja. und quasi bis heute geblieben ist. Ja. Hast du noch Kontakt zu allen anderen, die da mal mit Nee, da mitgemacht haben? sporadisch. Also dadurch, dass es ja jetzt auch Facebook oder Instagram oder sowas gibt, hat man mal ab und zu mit ein paar Leuten ein bisschen Kontakt, aber so ein bisschen privater, enger habe ich es mit der Sandra, weil wir uns ja auch auf einem Auftritt in der Sowjetunion getroffen haben, seitdem wieder guten Kontakt haben, aber ansonsten nicht, nein. Weil jeder hat ja sein eigenes Leben weitergeführt. Ich meine, wir waren ja in dem Sinne auch nur 7 Jahre zusammen und dann auch noch nicht in der gleichen Formation, sondern die Endformation, die war ja dann auch erst 79 bis Ende 84. Ja. Nun stehst du hinterm Vorhang. Da draußen sehen, wie es in Moskau, ich muss mal ganz kurz meine Brille aufsetzen, sonst kann ich das nicht lesen. Das Ganze nennt sich in Moskau, in der Olympiski-Halle, die es leider nicht mehr gibt, ja. Da waren 30.000 Zuschauer. Ja. Aber dazu muss man dann auch sagen, das ist von einem Radiosender, das nennt sich Legendi Retro FM, also Legenden der Retro-Musik. Und die veranstalteten jedes Jahr ein großes Festival, wo sie verschiedene Stars und Leute aus der Zeit eingeladen haben. Und das ist dann schon also für alle, nicht nur für uns alleine. Aber haben trotzdem tatsächlich 30.000 Leute. Ja, wir haben tatsächlich auch Open Airs oder so, wo wirklich also über 10.000, 15.000 Leute da sind, ja. Jetzt stehst du da in der Bühne und jetzt sagt der Moderator, hier ist Arabesque. Was passiert in dem Moment mit dir? Also, ich würde mir da sowas von in die... Ich will es mal nicht laut sagen, aber die nächste Toilette muss immer in der Nähe sein. Also ich konnte es nicht ablegen bis zum heutigen Tage. Ich bin mega aufgeregt, mega. Also egal wie vorbereitet du bist, für mich ist es immer wichtig, wie ist denn die Stimmung? Wie sind die Leute drauf? Was muss ich machen, damit ich sie kriege? Ja, und also wie gesagt, es kommt der Jingle von uns, wir gehen raus. Und dann spüre ich schon ein bisschen, und wenn ich so die ersten paar Takte gesungen habe, bis knapp zur Hälfte des Liedes, dann geht's. Dann kann ich langsam ein bisschen anfangen zu relaxen. Aber das braucht's bei mir. Es ist halt so. Ja. Machst du irgendwas, bevor du auf die Bühne gehst? Also ich versuche mich schon ein bisschen runterzuholen, und ich brauche tatsächlich auch ein bisschen Ruhe. Also wenn da irgendwie noch rumgedöns oder hier noch Foto, dann, das habe ich dann nicht so gerne. Ich konzentriere mich ganz gerne und brauche ein bisschen Ruhe. Danach ist es mir dann egal. Ich kann auch vorher nichts essen, das geht nicht. Gibt es einen richtig peinlichen Moment, den du bei einem Auftritt gehabt hast? Wo du sagst, um Gottes Willen, ja, das ist komplett in die Hose gegangen? Also das war allerdings, Gott sei Dank, war das noch zur Generalprobe bei Musikladen. Mike Leckebusch war ja damals der Regisseur, der auch immer sagte, so oder so nicht. Und wir hatten zu dem Auftritt, das war Marigo Bay, also das sollte ja dann auch unser großer Hit in Deutschland werden, wir fanden es ganz toll. Goldene Paillettenkostüme, also lange Kleider schneidern lassen und so Riesenornament, die wir uns ins Haar stecken wollten, kamen dann zur Probe, und dann hörten wir nur die Stimme aus dem Off: Mädels, ihr seht aus wie die 3 Degrees. Das geht ja gar nicht. Furchtbar. Das heißt, wir mussten dann in Bremen, wurde das ja aufgenommen, sind wir in die Innenstadt gerast, ja, mit unserem damaligen Produzenten und jemanden von der Plattenfirma.
haben die Boutiquen durchstöbert, ja, haben dann was gefunden, mussten in die Maske. Ich war den Tränen nahe. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Diese schönen Kostüme. Also ich weiß noch, da war auch Cliff Richard dabei, der wurde neben mir fertig gemacht. Und ich heulte da vor mich hin. Der guckte nur. Musste mich beruhigen. Dann war schon die Generalprobe und damals hat man auch noch, was ich ja echt schrecklich finde, diese Blasen, diese Bubbles, ne, und das war ja noch seifig, ne? So, wir rasten also zur Bühne. Sechsauer sagte uns schon an und es kam natürlich, wie es kommen musste. Michaela, schön auf den Hintern geflogen, also rutschte quasi ins Bühnenbild rein. Aber es war Gott sei Dank nur die Generalprobe, zwar mit Publikum, die haben sich alle köstlich amüsiert. Der Hintern tat mir danach weh, aber es war auf jeden Fall ein denkwürdiger Auftritt. Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht den Weg der Musik eingeschlagen hättest? Also mit Sicherheit eine Schauspielerin, weil ich habe als Jugendliche, wie wir zurück waren in Deutschland, war ich schon Komparsin, habe mich hier beim Hessischen Rundfunk vorgestellt, da gab es auch einen Fotografen, der wollte mich als Model ausbilden und so weiter und so weiter. Irgendwas in der Art wäre es geworden. Schauspielerin. Ich habe ja auch mal eine kleine Rolle so verschiedentlich gehabt, das hat mir auch Spaß gemacht, also das hätte ich bestimmt auch gekonnt. Ihr seid viel in Russland unterwegs. Ja. Gibt es da große Unterschiede, wenn du sagst, das deutsche Publikum und das russische Publikum? Ja, also grundsätzlich hast du immer überall Mentalitätsunterschiede. Also wie das in Russland anfing, ich meine, das kam ja auch völlig aus dem Nichts, ja, 2006. Wir wussten ja gar nicht, dass wir da bekannt waren und durch den berühmten Zufall hat das ein Agent erfahren, dass es mich noch gibt, über einen damaligen Bekannten von mir und so ist das entstanden, dass wir rübergeholt wurden. Ich habe mir neue Damen geholt und da ist es so, also das russische Publikum ist auch sehr temperamentvoll. Die haben aber auch so einen Hauch, so eine kindliche Art manchmal. Ja, das finde ich ganz, ganz niedlich, ganz zauberhaft und sind dann so außer Rand und Band und haben richtig Spaß. Jetzt muss man auch dazu sagen, das 80er-Publikum, also beziehungsweise die Musik, ja, wir sind halt ein spezielles Völkchen. Das hat eine komplett andere Energie wie vielleicht New Wave oder Techno oder sonst was. Also das, was die 70er und 80er ausgemacht hat, war das Miteinander. Wir haben auch miteinander getanzt. Wir haben miteinander gesungen. Wir waren nicht separiert. Natürlich gab es mit Sicherheit auch schon Drogen und so ein Zeugs, aber ich glaube, es gab eine andere Art von Drogen, wie die danach kamen, wo dann alles sehr separiert war und jeder für sich und alles dunkel und du warst nur mit dir. Das ist einfach ein Riesenunterschied und das merkst du am Publikum. Und ich sage ganz ehrlich, die Älteren sind manchmal viel besser drauf wie die Jüngeren, weil die gehen noch richtig ab. War das denn so, wie man es in den 80ern, wie man es heute hört, dass in den 80er Jahren eben halt diese Drogen, Alkohol und Party-Exzesse und was? War das wirklich so damals? Also das gibt es auch heute noch. Ja, jetzt bin ich persönlich ein Mensch, weil ich auch halbasiatisches Blut habe. Ich vertrage überhaupt keinen Alkohol. Okay. Mir gibt es so ein kleines Schlückchen und ich tanze dir sofort auf den Tisch. Ich brauche das nicht, also ich bin naturstoned. Kann man wirklich so sagen. Also von daher gesehen mag ich es auch nicht, wenn ich irgendwo benebelt bin. Ich möchte alles mitkriegen und dann für mich eben behalten und verarbeiten. Aber das gibt's und gab's. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, auch viel jüngeren Leuten unterhalten. Und alle fahren immer noch auf die Musik, oder viele fahren immer auf die Musik der 80er Jahre ab. Woher kommt das? Also wie gesagt, wie erklärt man sich das? Also ich persönlich glaube ganz einfach, gut, wir transportieren mit dieser Art von Musik einfach eine unbeschwerte Energie. Es ist Melodie drin, ja, du kannst die Songs, die sind schon unterschiedlich, wie wenn du heute irgendwie ein Rap oder
Haus oder so, da geht das alles so ineinander über. Aber das ist sehr, also man erkennt es wieder oder man hört, das ist jetzt der Song, das ist der Song, das ist der Song. Und es verkörperte einfach eine Unbeschwertheit, eine Leichtigkeit und eine positive Energie. Also es ist ein Spaß, es ist eine Spaßmusik, würde ich sagen. Also jetzt nicht Rambazamba, sondern es macht Freude. Und das höre ich immer wieder, dass die Leute das so empfinden und ich empfinde es ja selber so. Ja. Heute nicht mehr, ist das heute nicht mehr so? Bei der modernen Musik ist es wieder anders. Natürlich musst du auch sehen, welche Altersgruppe was jetzt hört. Für die jetzt jung sind oder mittel, die haben ihre Zeit, ja, die verkörpern oder erinnern sich an ihre Emotionen, die sie dann hatten. Die sind anders. Diese Emotionen sind eine andere Emotion, wie die wir damals gehabt haben und auch weiter transportieren. Arabesk gab es bis 85? Ja, also Ende 84. Ende 84. Warum hörte das auf mit Arabesk? Also die Problematik war leider tatsächlich, dass die Disco-Ära zu Ende ging und dann Neue Deutsche Welle, New Wave und so weiter kam und das haben wir einfach nicht bedient und unser Komponist hat das auch nicht bedient und da hat der Produzent gesagt, so, es ist lang genug gut gelaufen und jetzt lassen wir das Ganze mal. Ja, und dann war es halt vorbei. Hast du nie Lust gehabt oder das Bedürfnis gehabt, zu sagen, ach, ich springe jetzt einfach mal auf die Neue Deutsche Welle auf oder ich versuche was in eine völlig andere Richtung zu machen? Also damals nicht wirklich, weil ich damals auch schon in ein paar anderen Dingen verstrickt war, die mit Schicksalsschlägen zu tun hatten, die ich erstmal verarbeiten musste und da war ich auf einer ganz anderen Richtung unterwegs. Ja? Also, und ich persönlich habe immer gesagt, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, die für mich wichtig sind, die ich erstmal vielleicht durchleben oder erlernen oder was auch immer muss oder möchte. Und eben auch die Spiritualität, die hat immer eine große Rolle für mich gespielt. Da habe ich mich sehr auch ausbilden lassen. Ich habe Klangmassage mit diesen tibetischen Schalen gelernt. Ich habe mich als Reiki-Meisterin ausbilden lassen. Ich mache Numerologie, Tarot und so weiter. Das erfüllt mich auch sehr, muss ich sagen. Das ist so eine andere Seite. Die etwas ruhigere Seite vielleicht, aber nicht weniger intensiv. Und da für mich kein adäquates Angebot, also für mich jetzt, ja, jeder, ja, komm, lass uns was machen, mach das. Aber das war, ich hätte dann auch wieder nur etwas machen müssen, wo ich vielleicht nicht dahinter gestanden hätte. Das war nie so, das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Du musst dahinter stehen, um Ja. das machen zu können. Was die spirituelle Schiene angeht, gab es da irgendwie Zukunftsvisionen? Das heißt, irgendwas Berufliches, Festes damit zu machen? Also ich hatte das natürlich, ja, hatte ich auch angefangen und wollte auch irgendwo so eine kleine Praxis machen. Habe das erstmal bei mir zu Hause in einem Räumchen gemacht und das lief auch ganz gut an. Und ich wollte ganz gerne auch in die Banken reingehen, weil da brauchen die ja am meisten Entspannung und müssen runterkommen und so ein bisschen. Und dann kam aber die Krise. Dann kam ja der ganze Crash und dann war das auch wieder gestorben. Also bei mir ging es dann immer sehr turbulent zu und bis ich dann einen Lebensgefährten kennenlernte, der Jazzmusiker ist und mit ihm zusammenkam und der hat mich so langsam erst wieder ein bisschen an die Musik rangeführt, dass ich habe dann auch mit ihm diese ganzen Jazz-Standards gemacht, aufgenommen, sind auch ein bisschen aufgetreten. Und da habe ich wieder so gespürt, das ist eigentlich schon eine Seite, die du brauchst, ja, die du gerne wieder leben würdest. Und dann geschah das Wunder 2006, ja, kam dann eben dieser russische Agent auf mich zu, sagt, Mensch, hier, formier dich doch neu und dann, du glaubst nicht, die kennen euch alle dort. Und ich habe es erst wirklich nicht geglaubt. Es war völlig verrückt, ja. Wie wir den ersten Auftritt hatten, das weiß ich noch, Ende August 2006, wurden wir nach Sibirien geschafft und wir alle, ja, es wusste ja keiner, was einen erwartet. Ja. Russland überhaupt, man hat sich keine Vorstellung gemacht, ja. Und
Da war es warm. Erstens haben wir gedacht, nee, das kann ja gar nicht wahr sein. Sibirien muss immer kalt sein. Nein, da war es richtig schön heiß. Es war in Omsk und wir wurden dann mit der riesen schwarzen Stretch-Limo abgeholt, ja, wurden zum Auftritt gefahren. Das war damals, wurden wir von Gazprom engagiert. Die hatten da für ihre Firma ein Open-Air-Konzert und da standen die Leute davor und wir fingen an zu singen und dann sangen die alle mit. Ich sag, hä? Das glaube ich ja jetzt nicht, ja. Das war echt der Hammer, ja. Also, okay, gut, ja, super, wunderbar, danke. Also nahtlos angesetzt Ja, quasi. ja. Nun war ja Sandra lange Jahre Leadsängerin. Ne? Ja, Wie ist das, wenn man dann diese Position einnimmt? Ja gut, also ich hatte schon verschiedene Songs immer bei Arabesque, die auch ich die Leadvocal hatte. Das hatte sich immer so ein bisschen gemischt, aber sie natürlich die meisten, weil sie den höheren Sopran hatte. Aber das war jetzt kein Problem. Also ich habe die Titel alle ein bisschen runtertransponiert, neu besungen, ein bisschen moderner gestaltet, mit ein bisschen Sound drunter und überhaupt kein Problem. Ja, schön. Übst du dann noch übst du zu Hause? Ja, noch, oder? klar. Also letztendlich machst du natürlich erstmal immer die Show vorher durch, so eine Woche gehst du dann schon wieder ein bisschen ins Training und so deine typischen Übungen mache ich dann immer mal zwischendurch. Also es hatte jetzt gerade mal leider ein bisschen nachgelassen, diese Corona-Zeit. Ja, wird ja auch hoffentlich bald wieder besser. Deswegen. Also es kommen schon wieder Anfragen und ich habe natürlich auch in der Zwischenzeit verschiedene Kontakte geknüpft, habe jetzt eine tolle Zusammenarbeit mit einem sehr renommierten russischen DJ und da kommt jetzt am 2. Juli ein Titel von Arabesque im neuen Sound raus und da freue ich mich schon drauf. Gibt es noch eine Besetzung von Arabesque? Also es gibt meine Besetzung. Deine Ja. Besetzung. Also ich habe ja, wie gesagt, verschiedene Damen, ne, aus denen ich wählen kann, wer kann gerade und so weiter und so fort, weil für die Russen oder für da, wo ich auftrete, ist es wichtig, dass ich das Originalmitglied da bin. Und ja, also von daher gesehen, ja. Was ist denn wichtig, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt eine andere Besetzung haben, was ist wichtig für dich als Anspruch an die Sängerin? Sage ich dir ganz genau. Natürlich sollten sie singen können und sich auf der Bühne bewegen. Aber ich habe meine Damen alle nach dem Humorlevel ausgewählt. Weil ich konnte sie mir ja jetzt aussuchen, nicht wie damals, wo wir zusammengewürfelt wurden. Und ich weiß, wie anstrengend es ist, wenn du unterwegs bist. Es ist wirklich anstrengend, weil das Einfachste ist das Auftreten. Aber die ewigen Reisen, ja, die sind schon wirklich, also gehen an die Substanz oftmals. Und wenn du dich da nicht verstehst und den gleichen Humorlevel hast, dann funktioniert es nicht. Eigentlich wollte ich das nicht fragen, weil dich das alle fragen. Ich habe es ja schon gesagt, ich frage nicht, aber du gibst mir jetzt die Vorlage. Ist es doch eigentlich programmiert, dass man sich auch mal in die Wolle kriegt, dass man auch mal aneinander rasselt, dass man auch mal. Ja, ich weiß. Das fragt mich jeder von damals, das fragt mich jeder heute. Das werden Männer nicht gefragt, gell? Männergruppen. By the way, sehr diskriminierend. Ich kenne auch die Antwort. Nein, aber war das ein Problem? Außer, dass die normale Biologie das regelt, wie du das immer so schön sagst. Ich sag's dir ehrlich, wie gesagt, in den jungen Jahren, ne, wenn du immer noch deine Periodengeschichten da hattest, wo du halt manchmal so ein bisschen gaga bist in der Birne, hat das leider meistens nur unser Tontechniker abgekriegt. Wir untereinander haben uns eingespielt, ja. Und heute habe ich einfach erwachsene Frauen neben mir. Also überhaupt kein Problem. Und wenn man merkt, dass einer mal nicht so ganz gut drauf ist, lässt man ihn ein bisschen in Ruhe. Also du spürst es ja. Wir gehen ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Also ich suche mir schon auch Damen aus, die ein Gespür haben, die eine Herzensbildung haben. Was anderes kommt mir nicht in die Gruppe rein. Aber sie müssen schon tanzen können. Ja, das müssen Professionelle sein. Sie müssen auch singen können. Weil du so vorhin sagtest, ein bisschen singen müssen sie schon können. Ja, also wie gesagt, das Gesamtpaket muss stimmen. Ja. Das Gesamtpaket muss stimmen, weil du weißt nie, was auf der Bühne passiert. Ja, da kann alles Mögliche passieren. Da musst du aufeinander eingespielt sein. Da musst du wissen, was man dann machen kann. Ja, wenn plötzlich einer auf die Bühne hüpft oder was weiß ich, das Mikro wegreißt. Also da musst du miteinander agieren können. Das können wir. Das heißt, du musst schon sehr flexibel sein, um reagieren zu können. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eine Erfahrungssache. Wenn du das nicht kannst,
dann wäre es schlimm. Würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es jetzt gemacht hast? Das ist immer so eine Frage, ne? Ich weiß. Also, Sehr pauschal, aber viele sagen dann mit dem Wissen von heute. Das kannst du aber nicht mit dem Wissen von heute. Also, ja, von daher gesehen ist es eigentlich fast obsolet, ja. Also du kannst es nicht wissen. Du kannst immer nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Und natürlich, wenn ich das Wissen von heute hätte, würde ich vielleicht damals irgendwelche anderen Wege gegangen sein. Aber das ist nicht die Ausgangsposition. Du musst mit dem dealen, was gerade Sache ist. in dieser Zeit, wenn man unterwegs ist, Familie ist da nicht, ne? Also bei mir war es nicht möglich, also wenig möglich, aber das lag auch ein Stück weit an mir, weil ich einfach zu strikt war. Also da kam für mich einfach der Job an erster Stelle. Des Späteren hatte ich natürlich schon ein bisschen den Anschluss verpasst, okay, aber manche können das. Also heute könnte ich es auch. Das muss der Mann einfach verstehen, was das für ein Beruf ist, und ein anderer käme ja auch nicht an die Seite. Also es muss passen, das Vertrauen muss natürlich auch gegeben sein, ist ja klar. Aber meine Güte, also in meinem Alter Naja, sag mal, ist da jetzt nicht mehr so wild, was dann vielleicht passieren könnte. Was ist dein großer Wunsch von dir? Also ein großer Wunsch von mir ist schon, dass das jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr möglich ist, dass man wieder seinem Beruf nachgehen kann, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir den Menschen auch wieder Spaß bringen können, selber auch die Menschen wieder spüren, weil ich finde es immer sehr, sehr schwierig, irgendwie so Online-Konzerte. Ich brauche das Publikum, Ja. ich brauche das Gefühl, ich brauche die Emotion. Ja, das ist ja immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen, also der Austausch. Ja, also das wäre mir schon sehr, sehr wichtig, und ich würde mich freuen, wenn ich einen netten Mann finden würde. Kleiner Aufruf. Wie muss das sein? Passen muss er. Das heißt, Also ich habe schon wenn gerne... wir schon mal dabei sind, können wir das auch verfeinern. Also ich habe schon gerne jemand, der in der ähnlichen Altersgruppe ist, ja, also sowas ganz Junges. Ich möchte über die Sachen lachen können, die ich von früher kenne, ja. Also früher hätte ich auch gesagt, ja, ich gehe auch ins Ausland, aber heute möchte ich einfach Deutsch sprechen mit demjenigen, weil wir haben gemeinsame Geschichten erlebt vielleicht. Ja, Loriot zum Beispiel. Ja, das weiß die Jugend zum Teil schon heute gar nicht mehr, wer das ist. Ja, das hätte ich ganz gerne. Es soll ein bodenständiger Mensch sein, der auch schon einiges hinter sich hat im Leben, der aber trotzdem so sein inneres Kind noch auch mal rauslässt zwischendurch. Und wie gesagt, der Humor muss stimmen. Ein großzügiger Mensch soll es bitte auch sein, ja, so ein Geizkragen mit einem Igel in der Tasche, das geht gar nicht. Der muss weltoffen sein, der muss reisen, muss er gar nicht, aber es wäre schön, einen reisefreudigen Menschen zu haben. Klar. Und auf Händen muss er mich tragen, auf Händen, da muss er aber ein bisschen Kraft haben, ne? Die Herren da draußen, klare Ansage, ihr wisst Bescheid. Na, da geht einiges. Wie geht's in Zukunft weiter mit Arabesque? Also wie gesagt, die Anfragen kommen jetzt wieder, Gott sei Dank. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann so Ende Juni, Anfang Juli wieder einiges machen werden. Dann kommt, wie gesagt, der Titel raus mit dem DJ. Es sind noch ein paar andere Projekte in der Planung. Und wir haben, Gott sei Dank auch schon, hoffentlich ist es möglich, nächstes Jahr, Ende Februar, 3 Termine in Deutschland, wo wir auftreten, bei so einem Festival auch. Aber du hältst an dieser Musikrichtung fest? Ja, hallo. Also das ist ja das, wovon ich profitiere letztendlich, weil was soll ich ja jetzt Neues anfangen? Also mich kennen die Leute und wollen die Leute eben als Arabesque haben. Ja, So. es hat auch Ja, nie- das kann man auch mal ein bisschen abwandeln, wie ich das jetzt mit dem DJ mache, aber das ist, also wenn ich jetzt jemanden von früher auf der Bühne sehe, Aha oder so, dann will ich die alten Hits hören. Sorry, es ist halt so. Ja, die kann man, ein, zwei neue können mit reinspielen, aber ich will das mitsingen, ich will die alten Titel hören. Das ist einfach bei Retros so. Ja. Aber das fordern die Leute auch ein, ne? Das fordern die absolut ein, ja natürlich, klar, Logo, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich bin ja weiter
mit den spirituellen Dingen unterwegs, mit meinen Beratungen und so weiter. Und ja, also da hoffe Was ich hilft auch. dir das denn bei deiner Musik? Hilft das überhaupt bei deiner Musik? Die Spiritualität Ja? auf jeden Fall. Also die hat mir zumindestens, also es ist ja manchmal sehr, sehr, sehr hektisch. Und es sind auch nicht immer gute Menschen, mit denen du zusammenkommst. Es sind auch manchmal Umstände, die vielleicht nicht so gut sind. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, Übungen, wie du runterkommst, wie du den Menschen in dem Moment, auch wenn er dir ein bisschen zuwider ist, wie du dem begegnest, damit das nicht sich hochschaukelt. Also das sind so Dinge, die ich gelernt habe und die kommen mir schon sehr zugute. Hast du Oder dann, ich kann auch meine Mädels dann ein bisschen runterholen und so weiter. Wenn sie dann alle, "Ah, was ist denn jetzt? Um Gottes Willen, dann müssen wir dies und jenes, da. Komm, jetzt holen wir alle tief Luft, eins nach dem anderen. Und das Allerwichtigste, was ich aber gelernt habe, also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, ob das mit spirituellen Übungen ist, ob das mit psychologischen Übungen ist oder was auch immer. Aber letztendlich ein bisschen Selbsterfahrung und Vertrauen. Also ich war ein sehr angstbesetzter Mensch. Das habe ich hauptsächlich verloren. Ja, also auch jetzt, ich meine Güte, ich kannte euch alle nicht, aber ich hatte ein gutes Gefühl, habe gedacht, komm, lädst du die mal in die Wohnung ein, wir unterhalten uns und egal, was ich jetzt euch vielleicht auch privat erzählt habe, ich weiß einfach, es wird korrekt gehandelt. Und wenn nicht, dann wird es mir auch kein Bein brechen. Ich habe einfach diese Ängste nicht mehr. Das ist das Gute am Älterwerden vielleicht. gibt es da noch einen Trick, den man weitergeben kann an Leute, die genau das Problem haben? Wegen Ängsten, Ja. da musst du genau gucken, wo sie herkommen. Du musst wirklich an den Ursprung ran. Du musst herausfinden, was hat die Angst irgendwann ursprünglich mal ausgelöst. Und das musst du dir angucken. Da gibt's, also ich finde zum Beispiel eine ganz tolle Methode ist Familienaufstellung. Die finde ich großartig, weil da musst du nicht ewig lange Therapien machen, da kommst du sehr schnell an Punkte. Dann kannst du zwar Therapie begleitend, je nachdem, wie schwer dein Fall gerade wiegt, weiter was machen, aber Familienaufstellungen bringen Dinge wahnsinnig, wahnsinnig schnell auf den Punkt. Und dann liegt es an dir. Willst du hingucken? Willst du was verändern? Es ist immer deine eigene Entscheidung. Kann auch schief gehen. Du, das kommt auf dich drauf an, wie du damit umgehst, ja. Also es gibt genügend Menschen, die sich natürlich in irgendwelche Sekten oder sowas hineinflüchten, aber das sind auch die typischen Ja-Sager, die jetzt auch überall in eine Richtung weitergehen. Liegt an dir. Du hast die Entscheidung. Sie liegt hier in deiner Hand. Inwieweit haben dich die ganzen Jahre, die du jetzt auf der Bühne stehst, die du unterwegs bist, verändert? Sie haben mich nicht verändert, sie haben mich entwickeln lassen. Und es war jetzt nicht nur die Bühne, sondern grundsätzlich mein Leben. Also mich hat schon sehr geprägt, dass ich viel reisen durfte, dass ich viel im Ausland war, dass ich viel erleben durfte. Das hat in einer dunklen Zeit meines Lebens mich lange wirklich so innerlich über Wasser gehalten, weil ich kann ja ganz viel zehren. Ich habe ja ganz viel, was in mir ist, was ich erlebt habe. Das musste ich auch erstmal sortieren, wie in so einem Fotoalbum, ne, und gucken, was ist denn da passiert. Und es hat mir Ruhe gegeben. Also die ganzen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die haben mir ein Stück weit von eben Ängsten, Nervosität genommen und es ist ein bisschen mehr innere Ruhe eingekehrt. Gibst du das weiter, das Wissen, was du hast? Ja, also das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber alle meine Mädels in meinem Pool, die mit mir sind, die sind alle angesteckt von mir. Die sind ja alle ein Stück weit jünger. Ja, und ich bin hier so die Obermutti. Und ich kann aber nicht anders. Wenn ich merke, dass jemand irgendwie gerade eine Blockade hat oder eine Problematik, ich liebe es, in die Tiefe zu gehen. Ich liebe es, hinter einen Menschen, hinter einen Vorhang zu blicken, um zu gucken, was ist es. Also ich weiß ja, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, wie gut es tut, wenn du es auflöst. Es geht ja um Befreiung. Es geht ja darum zu gucken, wer ist denn der Frank in Wirklichkeit? Wer bin ich? Wer ich bin, wer die Michaela ist, das hat ein Jahr gedauert, bis ich es werden konnte,
wer ich bin, die Seele. Du nimmst ja ganz viel auf in deiner Jugend schon bevor du kommst auf die Welt, ja, übernimmst du ja Dinge von deinen Ahnen, die du gar nicht bist und wunderst dich immer, wieso habe ich denn jetzt so reagiert? Verstehe ich gar nicht, dabei bist du das gar nicht. Das musst du erst mal verstehen und dann auseinanderklamüsern. Also das war mein Weg zumindest. Aber du bist ja auf der Bühne jemand anderes als privat. Nein! Nicht. Ich funktioniere zwar auf der Bühne, also selbst wenn es mir schlecht geht oder ich gerade wieder einen Migräneanfall habe oder sonst irgendeine kleine Malaise, dann habe ich zu funktionieren, weil es ist ein Job. Ja? Also das ist ein Job wie jeder andere auch, wo du eben funktionieren musst und der Mensch hat eine Karte für mich bezahlt und der will ein Ergebnis haben, der will was dafür haben und das muss ich dann verdammt nochmal auch mal liefern. Das gehört sich so. Ja, also wenn ich dann nach Hause komme, kann ich dann alle Viere von mir strecken und wissen schon meine Freunde, die nächsten 2 Tage nicht anrufen. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Also jetzt, früher war das nicht so, ist ja klar. Aber also da bin ich auch ich. Also ich gebe zum Beispiel, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, ich gebe vorher so eine gewisse Energie ins Publikum oder in den Raum oder reinige das vorher schon mal so ein bisschen, ja. Und wir kriegen tatsächlich in den Interviews immer das Feedback, wow, ihr seid eine sehr energetische Gruppe. Ja, also man merkt, dass wir uns verstehen, wir 3 Mädels, und das bringst du rüber. Es gibt genügend andere Kollegen, wo einer halt der King oder die Queen ist und die anderen müssen dann einfach nur rumzappeln. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir ist es eine Einheit und desgleichen, sehe ich auch dann, wenn dann die Fans irgendwie Fotos wollen oder Autogrammkarten oder so und viele dann genervt sind. Das gehört zum Job dazu. Durch die lebe ich ja. Ja, also. Klar. So. Ja. Und es haben sich tatsächlich interessanterweise auch schon die eine oder andere Freundschaft daraus entwickelt. Also ich lasse nicht jeden an mich rankommen, aber ich spüre tatsächlich, wo auch der Mensch Michaela gesehen wird und nicht nur der Bühnenstar. Mhm. Und das ist schön. Das glaube ich. Leider ist der Moment gekommen, wo man irgendwann... Auf Wiedersehen. Ich wollte es nicht so theatralisch sagen, aber gibt es irgendwas, was du den Zuhörern und den Zuschauern von Halbzeitgedanken noch mit auf den Weg geben kannst? Also ich würde mir wirklich für jeden wünschen, dass sie diese Zeit, die wir jetzt gerade noch durchleben, so gesund an Körper, Geist und Seele leben können und zu Ende bringen und daraus vielleicht ein bisschen reflektierter und gestärkter und vor allen Dingen wacher vom Geist her durchs Leben gehen. Michaela, dir vielen Dank. Ich danke dir. Dass wir hier sein durften. Ich danke dem dass Team. Dass du uns teilhaben hast lassen. Sehr gerne. Bleib gesund. Ja, danke. Viel Erfolg weiterhin. Merci vielmals. Danke für die tollen Fragen. Sehr gern. Für euch gilt das Gleiche. Und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Frank.